Hallo liebe Zuschauer aus dem vertrockneten Koh Samui. Ja, das sind die Sensationsüberschriften, die euch erreichen, dass wir Wassermangel haben, was eigentlich jedes Jahr ist. Wir hatten 2016 mal ein schlimmes Jahr dazwischen. Oh Mann, dann kommt er wieder mit dem Frisbee. Da hatten wir wirkliche Probleme. Da hatten wir nur noch für 2 Wochen Trinkwasser und wir hatten noch keine Pipeline. Also was ich gelesen habe bis jetzt im Internet, da ist der Farang am objektivsten und der schreibt auch die Lösung. 2016 hatten wir, wie gesagt, eine Dürreperiode. 7 Monate hatten wir keinen Regen gehabt. Alles war vertrocknet, genauso wie es jetzt hier aussieht. Da komm mal, oh, da komm mal. Ich muss erst mal mit dem hier. Da sah es ganz schlimm aus, aber ich habe keine Probleme damit, weil ja die meisten, die hier auf der Insel leben, die haben ihren eigenen Brunnen. Und da haben wir noch nie Wassermangel gehabt. Das Wasser kommt aus 70 Meter Tiefe oder 80 Meter. Ich kann hier nochmal verlinken, da hat der Nachbar hier unten auch mal einen Brunnen gebohrt. Da kann man schön sehen, wie das gemacht wird. Die Probleme haben, das sind natürlich diejenigen, die an der Wasserversorgung hier angeschlossen sind. Die Wasserrohr oder dieses große Wasserrohr, das verläuft an der Ringstraße. Und da war es auch 2016 so, dass alle 2 Tage das Wasser abgeschaltet wurde, rationiert wurde. Bei den Hotels läuft es so, dass die mit Trinkwasser versorgt werden. Manchmal sieht man ja hier die großen Tankwagen rumfahren. Die haben also große Zisternen und die müssen das natürlich kaufen, das Wasser. Obwohl in der Ringleitung hier ist das ja auch nicht umsonst. Bei uns ist es so hier, das Wasser, was ich hier jetzt bekomme, da brauche ich nur den Strom zu zahlen für die Pumpe, ansonsten ist das Wasser umsonst. Aber jetzt wieder zurück zu dem Thema. Das ist natürlich jetzt schön aufgebauscht in den deutschen Medien, dass wir also nichts mehr zu trinken haben demnächst. Ganz einfach, wir fahren mal zu den Stauseen hin und dann schauen wir uns mal an, wie viel drin ist. Und dann können wir eine Beurteilung über das Ganze ja machen. Und wie gesagt, wir bekommen weiterhin 24.000 Kubikmeter, wenn ihr es richtig gesehen habt, jeden Tag von Suratani hier rüber gepumpt. Also einen Wassernotstand an sich wird es nicht geben. Da hat der Staat also vorgesorgt, schon vor vielen Jahren. Aber wir schauen uns mal die Stauseen an, wie viel da drin ist. Ja, liebe Zuschauer, ich befinde mich jetzt hier an der Westseite von Koh Samui. Hier ist ganz in der Nähe ist ja auch das Transportdepartement, das Straßenverkehrsamt. Und nach meinem Wissens ist das hier die 2. Pumpstation, wo das Wasser aufbereitet wird. Ich kann mir vorstellen, weil diese Wasseraufbereitungsanlage sehr nahe an der Küste ist zum Festland und wir haben ja eine Pipeline für Frischwasser, wird das also die Pumpstation auch sein, die mit dem Festland verbunden ist. So, jetzt bringen wir mal die Drohne in die Luft und dann schauen wir uns mal an, wie weit die gefüllt sind. Die Wasserreservoirs, das sind also hier ringsherum große Becken, aber da lassen wir jetzt mal die Drohne starten. Ich muss sagen, ich bin genauso neugierig wie ihr. Oh, da sehen wir ja schon Wasser. Ja, fliegen wir mal ein bisschen näher. Gucken wir mal, wie der Füllstand ist. In linker Hand ist die Wasseraufbereitungsanlage, wo ich gerade von gesprochen habe. Ja, es könnte ein bisschen mehr Wasser drin sein. Gehen wir mal hier unten. Man kann ja in etwa erahnen, wenn es richtig voll ist. Man kann auch erahnen, wo der Wasserstand gewesen ist, mal hier oben.
Aber das ist ja nicht der einzige. Jetzt gehe ich mal ein bisschen höher. Man muss sich vorstellen, 2016, da hatten wir ja nur diese Wasservorratsstauseen, sage ich mal. Da hatten wir ja noch keine Pipeline vom Festland. Hier sieht man schon ein paar Stellen, die sind trocken. Das hatten wir also 2017 nicht. Gehen wir mal runter. Ja, das sind also Stellen, wo schon der Boden zu sehen ist. Ja, also hier muss man sagen, der ist relativ leer. Da kann man nicht mehr viel machen. Jetzt gehen wir mal ganz nach oben. Ich meine, 3 Stück haben wir hiervon. Da ist noch einer. Hier unter mir ist auch noch einer. Also ganz ohne Wasser sind wir nicht. Aber man kann da auch schon den Boden erahnen. Die dunklen Stellen. Was wir da unten sehen, das sind die Wasserbecken, die für das Trinkwasser herangezogen werden. Oben in der Mitte, da ist die Pumpstation. Also die haben schon mal besser ausgesehen, sage ich mal. Aber man darf nicht vergessen, man hat aus 2016 viel gelernt. Da hatten wir ja keine Reserven mehr, auch nichts mehr vom Festland. Und da hatte man 2017, 2018, meine ich, hat man dann auch eine Pipeline gebaut, direkt zum Festland. Und ich gehe davon aus, dass die auch bis nach hier geht und wird dann von hier aus eingespeist ins Netz. Ich hole jetzt mal die Drohne zurück und dann fahren wir noch in den Süden runter. Da ist auch ein großes Staubecken, wie es da aussieht. Ja, die Drohne und ich, wir werden jetzt in den Süden runterfahren und schauen uns da mal den Stausee an. Das ist so der Maßstab, wie es hier auf Samui aussieht. 2016 hier nochmal ein Bild eingeblendet, wie es da aussah. Das war schlimm. Ich bin jetzt am südlichsten Staubecken hier auf Koh Samui. Unterwegs hatte ich immer wieder die Bilder vor Augen, wie ich 2016 hier gewesen bin. Und wenn ich das jetzt sehe, ist das ein gravierender Unterschied. Schaut es euch selber mal an. Ja, ihr seht Wasser. Und das ist eine ganze Menge. Hier rechter Hand ist die Pumpstation, wo das Wasser aufbereitet wird und wird dann in die städtische oder Insel-Pipeline reingepumpt. Die Ansaugstutzen, die sind noch nicht frei. Und jetzt zeige ich euch mal, wie groß das Ganze ist. Also wenn man von dem, was wir heute gesehen haben, von einem Wassernotstand redet, dann weiß ich nicht, was man 2016 gesagt hat. Ich habe mir den Eindruck, dass hier wieder so ein bisschen Hysterie aufgebracht wird, um von anderen Dingen abzulenken, wie es ja so gerne gemacht wird. Hier linker Seite seht ihr auch das Stadion. Also ich würde mal sagen, er ist nicht voll. Da unten sieht man die kleine Insel. Aber wir haben für die nächste Zeit erstmal genug Wasser. Und da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ja, liebe Zuschauer, ihr müsst selber entscheiden. Also ich sehe es noch nicht so dramatisch wie 2016. Da sah es schon ganz anders aus. Da war fast kein Wasser mehr hier drin. Natürlich, wenn man jetzt im Auge hat, dass die Hauptsaison beginnt, dann brauchen wir natürlich auch für die ganzen Touristen viel Wasser. Und das war ja damals, glaube ich, im Mai gewesen.
Und da hatten wir ja also noch viele Monate vor uns ohne Tourismus. Gut, wir haben jetzt ein paar Monate keinen Regen gehabt, 2016, da kann ich mich noch dran erinnern, aber 7 Monate hat es dann nicht geregnet. Ich glaube, die Thailänder haben das unter Kontrolle. Sie haben es unter Kontrolle gebracht 2017, indem sie sofort danach der Trockenperiode eine Pipeline vom Festland zur Insel Koh Samui verlegt hatten und damit für den Notfall also Wasser auf der Insel ist. Man darf also auch hier nicht das vergessen, die Bevölkerung an sich, die meistens die Brunnen und daher beziehen die ihr Wasser genauso wie bei mir. Daher, war ein bisschen überrascht, das wieder zu hören, dass wir kein Wasser haben sollten. Ich habe die ganzen Jahre immer Wasser gehabt in meinem Brunnen. Die natürlich die Hauptleitung, die Wasserleitung, die ist an der Hauptstraße, an der Ringstraße und davon gehen natürlich vereinzelt dann auch zu den Haushalten. Ja, die haben jetzt womöglich kein Wasser, obwohl Wassernotstand sehe ich nicht. Das war damals dramatischer, da wurde alle 2, 3 Tage das Wasser abgestellt. Aber sehen wir mal. Ich schätze, in den nächsten Wochen wird es wieder regnen und dann kommt noch was dazu. Also so dramatisch finde ich es nicht. Mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden. Und wenn es nicht mehr regnen sollte, verspreche ich euch, spätestens in 3 Wochen stehe ich hier wieder und mache eine Aufnahme. Und dann gucken wir mal, wie viel dann noch drin ist. Also immer positiv sehen. Okay? Tschüss.